Die Hohe Warte bei Pforzheim. Dieser 40 Meter hohe Aussichtsturm ist der Startpunkt unserer Tour. 14 Tage lang reisen Kathi und ich einmal von Nord nach Süd durch den Schwarzwald und dann weiter entlang der Deutschen Alpenstraße. Geplantes Ziel der Route ist die Rossfeld-Panoramastraße im äußersten Südosten Deutschlands. Es ist unsere erste gemeinsame große Tour und während ich so etwas mittlerweile öfter mache, ist es für Kathi nach einer Norwegen-Tour erst die zweite größere Tour überhaupt. Mal sehen, was sie am Ende dazu sagen wird. Ach ja, was waren wir da noch zuversichtlich, dass diese Reise genauso reibungslos ablaufen wird wie zum Beispiel meine Nordkap-Tour. Aber ich will hier nicht zu sehr spoilern, zu den Tiefpunkten der Tour kommen wir noch früh genug. Gibt es ansonsten noch Fragen aus dem Publikum? Nein? Dann startet die Motoren und lasst uns beginnen. In diesem Video bereisen wir den nördlichen Schwarzwald. Von Pforzheim fahren wir über Hirsau und die dortige Ruine nach Bad Wildbad, wo wir über den Baumwipfeln eine grandiose Aussicht genießen. Über tolle Straßen geht es weiter nach Baden-Baden und zum Namensgeber dieser Region, ehe wir abends unseren Campingplatz ansteuern und ich den Abend in der Notaufnahme verbringe. Was ist da denn los? Schauen wir mal. Los geht's! Als erstes wollen wir uns die nicht weit entfernte Klosterruine in Hirsau ansehen. Hier lernen wir direkt eine Eigenart der Schwarzwälder kennen. Sie sperren bei Straßenarbeiten gleich den ganzen Ort ab und jagen einen per Umleitung einmal um den Pudding. Und so juckeln wir hier munter Dutzende Kilometer Umweg durch den Wald. Das passiert natürlich erst gefühlte 5 Meter vor dem Ziel. Damals dachte ich noch, das würde nur dieses eine Mal während der Reise vorkommen. Haha, Chris, was warst du naiv. Die Klosterruine in Hirsau. Das im Jahre 1092 nach Christus geweihte Kloster bietet heute als Immobilie mit jeder Menge Potenzial jede Menge Raum für kreative Köpfe. Kathi hat sofort das Bedürfnis, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und fängt an zu spielen. Anscheinend spielen wir jetzt Verstecken. Seh dich! Da ist sie. Idealer Raum auch für junge Familien, da sich auf dem Gelände sowohl ein Kindergarten als auch eine Schule befinden. Kein Witz, der Schulhof befindet sich sprichwörtlich in der Ruine. Wie geil ist das denn? Auch das örtliche Finanzamt befindet sich hier, sehr praktisch, denn dann kann man in der Klosterruine auch direkt mal für eine niedrige Steuerlast beten. Es wird nicht die einzige Ruine bleiben, die wir auf unserer Reise noch besuchen. Doch erstmal steigen wir wieder aufs Moped und setzen unsere Reise in Richtung Westen fort. Ich war seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr im Schwarzwald und seitdem hat sich hier einiges getan. Unter anderem haben sie bei Bad Wildbad einen Baumwipfelpfad gebaut. Und den wollen wir uns mal ansehen. Aber natürlich können wir in Süddeutschland im Hochsommer nicht in Motorradkombi wandern gehen. Und Kathi fährt natürlich auch nicht nur mit dem Kleidchen bekleidet, das sie in der Ruine getragen hat. Stattdessen ziehen wir uns vor Ort immer wieder um. Die Leute schauen nicht schlecht, wenn man auf einem Parkplatz plötzlich die Hose runterlässt. Trotzdem hat Kathi mit ihren Schuhen einen kleinen Vorteil, als wir den über 600 Meter langen Baumwipfelpfad entlang wandern. Oha. Furchtloses Kathi schreitet wieder voran. Das passendste Schuhwerk für sowas.
Nee, das ist überhaupt kein Schuhwerk für sowas. In meinen Stiefeln balanciert es sich zum Beispiel auf den verschiedenen Stationen einfach nicht so leicht wie in ihren kleinen Schüchen. Am Ende des Pfades erwartet euch der 39 Meter hohe Aussichtsturm. Von hier könnt ihr bei schönem Wetter bis ins Rheintal und bis zur Schwäbischen Alb sehen und wer Lust hat, kann den 614 Meter langen Rundweg bis zur Spitze laufen und den Rückweg mit einer Rutsche in der Mitte abkürzen. Nur einen kurzen Marsch entfernt steht mit der Wildline auch eine 380 Meter lange und bis zu 60 Meter hohe Hängebrücke. Da wären wir auch gerne drüber gegangen, aber was soll ich euch sagen, 9 Euro pro Person an Eintritt ist schon heftig. Vor allem, wenn man vorher schon 11 Euro pro Person für den Baumwipfelpfad bezahlt hat. Da fahren wir lieber weiter und gehen für das Geld irgendwo unterwegs noch ein Eis essen. Als letztes Ziel des Tages hat sich Kati, aka unser Burgfräulein, einen Besuch des alten Schlosses zu Hohenbaden gewünscht. Während der Fahrt denke ich mir persönlich wiederholt, dass mich der Schwarzwald an vielen Stellen sehr an Schweden erinnert. Mittelgroße Hügel, grüne Täler, Fichten, Kiefern und kilometerlanges Rollenlassen. Und hin und wieder eröffnet sich ein weiter Blick ins Tal, so wie hier. Und beim nächsten Blick in den Rückspiegel fällt mir auf, dat Kati is weg. Ich drehe also auf dem nächsten Parkplatz um und drehe auch ein bisschen am Gashahn, denn es könnte ja unterwegs irgendwas passiert sein, die könnte ja irgendwo auf der Straße liegen. Sie hat aber zum Glück nur am Parkplatz angehalten und erzwingt so eine Pause. Und recht hat sie, wir sind ja im Urlaub und nicht auf der Flucht. Von hier kann man am Horizont das Rheintal und die Ausläufer von Baden-Baden, unserem nächsten Ziel, sehen. Dieser Aussichtspunkt befindet sich übrigens an der L76B, der wir gleich auch weiter in Richtung Baden-Baden folgen. Fahrt ihr eine Supersport, dann habt ihr bis hier und bis zu einem ganz bestimmten Punkt sehr viel Spaß. Aber ab diesem bestimmten Punkt empfehle ich euch eine GS oder eine vergleichbare Reise-Enduro. Denn bis hier super Asphalt, schöne Kurven, 12% Gefälle, alles toll, super Ebayer, gerne wieder. Aber genau ab hier, zack, Rumpelpiste, ganz üble Schlaglöcher. Jiha, mitten in der Kurve. Es war bereits jetzt ein langer Tag und es ist drückend heiß. Wir haben eigentlich auch keine Lust mehr, noch das alte Schloss in Baden-Baden anzusehen. Aber ich bin im Nachgang doch froh, es getan zu haben, denn die Aussicht, die ist wirklich schön. Quasi direkt vor dem Schlossberg hört der Schwarzwald auf und es beginnt das weitläufige Rheintal. Die Vogesen sind am Horizont auch zu erahnen. Das Schönste am Schloss ist allerdings der Baum, der ganz oben mitten im Schloss im Hang wächst. Der steht hier schon seit mindestens 100, 200, 300 Jahren, keine Ahnung. Als wir wenig später die letzten Kilometer in Richtung Campingplatz zurücklegen, zieht sich der Himmel am Horizont bedrohlich zu. Sobald wir am Campingplatz angekommen sind, will ich deswegen auch bloß noch flott das Zelt aufbauen und dann auf Feierabend machen. Stattdessen verbringe ich den Abend in der Notaufnahme. Was ist da passiert? Ja, das lasst ihr euch am besten von Kati und mir selbst erklären, am Tag nach dem Unglück live vom Campingplatz. Oh Mann, deine Stimmung ist gerade echt wie das Wetter. Ja, es geht. Nein. Was ist gestern passiert? Wir wollten gestern eigentlich nach dem alten Schloss in Baden-Baden nur noch zum Campingplatz schön das Zelt aufbauen. Hier hinter uns gemütlich eine Runde in unserem kleinen oder auf unserem kleinen Feldherrenhügel hier den Abend verbringen. Was stattdessen passiert? Klein Christian hat das Zelt aufgebaut und hat dafür aus Schweden eine schöne kleine Grenzforsch-Axt, ein schönes kleines Handbeil. Und ich sage ja immer, meine Werkzeuge müssen scharf und rostig sein. Das ist mir in diesem Fall ein bisschen zum Verhängnis geworden, denn dieses Beil ist scharf und rostig. Ja, und aus irgendeinem Grund, das ist mir gar nicht aufgefallen, war die Lederscheide nicht drauf. Das heißt, ich haue mit dem stumpfen Kopf hinten die Heringe rein, das Ding springt zurück. Zack. Ja, gemütlicher Abend zu Ende. In die Hand, Notaufnahme, 6 Stiche genäht. Müssen wir gleich mal gucken, ob ich damit weiter Motorrad fahren kann. Ich bin voller Hoffnung, aber es darf natürlich nicht wieder aufgehen. Zu allem Überfluss, es hat auch wieder angefangen zu regnen. Also irgendwie, ich bringe der Kati in diesem Urlaub kein Glück. Entweder Bullenhitze und Platzregen oder Nieselregen und kalt oder Chris ist halb tot. Wobei, so ein Wetter, wenn er sich auch halten würde,
wäre es eigentlich noch gar nicht so schlecht. Es ist angenehmer als die Bullenhitze. Ja, das stimmt allerdings. Ich kann nur nicht mit Handschuh fahren, das heißt, Ja. der Verband wird nass. Ja, Naja, richtig. gucken wir mal, was der Tag weiterhin so bringt. Und was hat Kathi in der Zeit so gemacht? Och, der ging es gut. Die hat währenddessen auf dem Campingplatz ein paar Aufnahmen gemacht, hat neue Freunde gefunden und war lecker essen. Ich gönne es ihr, denn mit ins Krankenhaus durfte sie eh nicht. Wie es mit meiner Hand weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten unterstützt mich gerne mit einem Like oder einem Kommentar. Denn im nächsten Teil geht es weiter in den mittleren Schwarzwald. Wir kämpfen uns durch das charmante Wetter des Schwarzwaldes zu den Allerheiligen Ruinen und quartieren uns kurzerhand in einem Retro-Gasthof ein, den wir quasi für uns allein haben. Außerdem bekomme ich die wenigen Braunbären vor die Linse, die es noch im Schwarzwald gibt. In jedem Fall danke ich euch wie immer fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.